Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch mal wieder einen Vintage-Füllfederhalter vorstellen. Und zwar habe ich mir gekauft den Kaweco Sport V16 mit einer breiten Feder. Der wurde produziert 1970 bis 1973. Und wie immer werde ich euch natürlich den Füllfederhalter ein wenig beschreiben und werde euch natürlich Maße und Gewicht nennen. Dann machen wir eine Schreibprobe, dann erzähle ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Kaweco Sport V16. Und zum Schluss teile ich euch dann noch mit, wo ich ihn wo ihr ihn finden könnt und was ihr ungefähr dafür ausgeben müsst, wenn ihr euch einen alten, in Anführungszeichen alten Kaweco Sport aus den 70er Jahren, nämlich das Modell V16, zulegen wollt. Dann fangen wir jetzt an. So sieht er aus, der Kaweco Sport V16. Der wurde hergestellt 1970 bis 1973. Das Material ist Kunststoff und es handelt sich hier um einen Kolbenfüllfederhalter. Wir werden mal schauen, wie viel Umdrehungen wir brauchen, um die Kappe abzudrehen. 1, 1,5 ungefähr. 1,5 Umdrehungen und ihr seht hier den Kolbenfüllfederhalter. Wir fangen mal mit der Kappe an. Hier hinten könnt ihr schön das Kaweco-Logo sehen. So, wir haben ein bisschen, ja, so sieht das ganz gut. Kaweco in Gold eingelassen. Kappe klassisch schwarz, so wie oder schwarz-gold mit den Metallelementen und dem eingeprägten Endstück in der Kappe. Alles ganz klassisch, war eigentlich auch die Zeit für klassische Füllfederhalter. Hier seht ihr nochmal ein Kunststoffgewinde, hier auch ein Kunststoffgewinde. Also ja, ist ja schon ein paar Tage alt, wenn ihr euch das mal so überlegt. Da hält der immer noch sehr gut. Also da kann man von ausgehen, dass dieses auch die nächsten Jahrzehnte noch halten wird. Ja, der Kunststoff selber hat hier keinerlei Risse, sieht noch sehr gut aus, glänzt auch noch schön. Wenn ich euch den hier mal so ein bisschen hier rumdrehe, dann könnt ihr das eigentlich ganz gut sehen. Und hier Kaweco Sport ist er hier beschriftet. Das ist so ein bisschen eingraviert und mit goldener Farbe dann gefüllt. Abschlussstück ist Kunststoff mit dem Deckel Kaweco, mit dem Logo und hier nochmal mit einem Metallzierring. Zum Füllfederhalter selber, er ist hier beschriftet mit V16B, das ist die Modellbezeichnung und B steht für eine breite Feder. Hier hinten, da es sich um einen Kolbenfüllfederhalter handelt, ich habe den hier schon befüllt mit Parker Quink Blue Black. Dreht er hier auf und dann könnt ihr mit dem Kolben, den mache ich jetzt natürlich nicht, weil schon Tinte drin ist, dann könnt ihr den wie ein Kolbenfüllfederhalter entsprechend befüllen. Eine Besonderheit hier noch, da muss ich jetzt mal etwas näher rangehen. So, Moment, zack. Hier seht ihr 5,85, das heißt, dieser Füllfederhalter verfügt über eine Goldfeder. Und hier seht ihr das auch nochmal, 14 Karat. Also 14 Karat Goldfeder. Hier die typischen Federn, beziehungsweise das typische, manchmal fehlt mir es eigentlich hier, der Tintenleiter, danke. Der typische Tintenleiter ohne Lamellen hier. Und wie gesagt, hier oben drauf die Goldfeder. Hier könnt ihr so ein bisschen den Tank sehen. Da ist jetzt hier schon die Tinte drin. Und hier oben nochmal als Abschlussstück ein goldener Zierring. Ja, ansonsten klassisches Modell. Schön klein. Kaweco Sport ist ja so ein Taschenfüllfederhalter. Erstmal wieder einen richtigen Fokus bringen. Ist ja so ein Taschenfüllfederhalter und ja, das ist so das, was hier zum Füllfederhalter zu sagen ist. Dann können wir gleich Maße und Gewicht machen.
Das ist ein absolutes Leichtgewicht, der Füllfederhalter. Der wiegt 10,7 Gramm, befüllt mit Tinte und misst ohne Kappe, also in diesem Zustand, 9,8 Zentimeter. Das heißt also, er ist ein wirklicher Taschenfüllfederhalter. Im geschlossenen Zustand, also mit der Kappe verbunden, 10,2. Auch da ist er wenig größer, als wenn ihr ihn von der Kappe befreit habt. Also wirklich in jeder Hemdtasche ist er super unterzubringen. Und das ist ein Füllfederhalter, ja, der verlangt quasi danach, aufgesteckt benutzt zu werden. Ihr seht es hier, der hält auch bombenfest. Und dann haben wir auch hier eine Größe, mit der man natürlich auch hier, ich habe recht große Hände, dann vernünftig schreiben kann. Und mit dieser aufgesteckten Kappe misst ihr 13,6. An der Zahl erkennt ihr schon, dann reden wir eigentlich von einem normalen, typischen Füllfederhalter. Okay, soviel zu Maßen und Gewicht. Und dann kommen wir jetzt zur Schreibprobe. Die Schreibprobe. Wir haben hier vor uns den Kaweco Sport V16 von 1970 bis 1973 produziert. Ich kann euch natürlich nicht genau sagen, aus welchem Jahr jetzt der Füllfederhalter hier stammt, da ich ihn ja, wie gesagt, als Vintage gebraucht gekauft habe. Ja, okay. Er hat übrigens, wie bei allen Kawecos, auch heute noch keinen Clip, aber der rollt trotzdem nicht weg. Seht ihr hier, auch wenn er die aufgesteckte Kappe hat, weil die Kappe eben auch eckig ist. Okay, so, Tinte ist Parker, Quink, Black Blue, nee, Blue Black, so. Ja, ich habe noch vergessen, es ist eine Goldfeder. Der Stärke B, also eine breite Feder und 14 Karat hat sie. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann schieben wir das Ganze mal ein bisschen hoch und ihr könnt mal hören, wie der Füllfederhalter hier über das Papier gleitet. Also ihr hört schon, ganz fantastisches Schreibgefühl. Ich muss sagen, das gefällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also da kann man gar nicht mehr verlangen. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Leichtes Feedback habt ihr gehört. Auch das finde ich sehr, sehr angenehm. Breite Feder, finde ich, sieht man hier auch. Ist so ein bisschen am unteren Ende einer breiten Feder, würde ich denken. Aber das ist halt wie immer von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist durchaus, ich sag mal, nicht aus dem Rahmen fallend. So, jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Dann machen wir mal schnelles Schreiben. Mal gucken, ob er gleich kommt. Ja, wunderbar. Also ihr seht auch hier, Tintenfluss absolut gewährleistet. Und da gibt es gar kein Problem mit. Verkehrt herum schreiben. Das klingt nicht gut. Da seht ihr auch, wie er hier im Papier hängen geblieben ist. Also, klingt nicht wirklich schön. Würde sagen, das hier hat dann F. Vielleicht auch eher noch ein bisschen Richtung M gehend. Das ist schon sehr viel, aber da seht ihr, wie gut hier auch verkehrt herum der Tintenfluss noch ist. Also da gibt es keine Schwierigkeit. Dann gucken wir mal, ob wir hier ganz leicht noch Variationen reinbringen.
Ja, hier seht ihr schon ganz gut. Hier ist Variation, hier. Also schmal, breite Stellen, hier nochmal. Also eine sehr schöne, flexible, also es ist keine flexible Feder im eigentlichen Sinne, aber man kann mit dieser Feder durchaus Variation hineinbringen. Ja, Tintenfluss. Die Parker Quink Tinten gelten allgemein als nicht sehr feuchte Tinten. Denke ich, sieht man hier auch wieder, das Papier nimmt die sofort auf und man hat wenig Flüssigkeit übrig, die man hier so verreiben kann. Okay, so viel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt an diesem Vintage-Modell des Kaweco Sport V16 aus den Jahren 70 bis 73. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Vintage-Füllfederhalter Kaweco Sport V16 aus den Jahren 70 bis 73? Zeigen wir euch hier nochmal, hier ist er, das gute Stück. Also wenn ihr den so seht, denkt ihr, der wäre ladenneu, könnte man fast annehmen. Mir gefällt die Qualität. Der Füllfederhalter ist 50 Jahre alt und als ich den bekommen habe, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ihn einmal gereinigt und jetzt hier zum ersten Mal mit euch zusammen benutzt. Mehr war nicht notwendig. Also eine tolle Qualität, die Kaweco hier hinterlassen hat in diesem Füllfederhalter. Das ist wirklich ganz ausgezeichnet. Nach 50 Jahren ist der immer noch so, dass man ihn füllen kann, mit Tinte füllen kann und losschreiben. Also ganz, ganz klasse. Was hat mir noch gut gefallen? Ich mag Kolbenfüllfederhalter. Das ist einer, finde ich gut, gefällt mir. Die Goldfeder, finde ich, ist sehr angenehm zu schreiben, gibt leichtes Feedback, finde ich aber auch, ist sehr, sehr gut. Gefällt mir auch. Ich finde es sehr angenehm, mit der zu schreiben. Der Tintenfluss ist hervorragend. Ich hatte euch ja gesagt, das ist eine breite Feder. Ich sag mal, unter den Bedingungen, dass der, wie gesagt, dieses Alter hat, Tintenfluss ganz fantastisch. Also angenehmes Schreiben, angenehmes Feedback, sehr gute Qualität. Auch wenn die B-Feder vielleicht so ein bisschen am unteren Ende ist, aber es ist ein wirklich schönes Schreiben damit, obwohl kann man eigentlich so auch nicht sagen. Es ist eine B-Feder, eine Goldfeder, mehr kann man nicht verlangen. Also ich habe überhaupt nichts auszusetzen, würde ich mir wieder kaufen, auf jeden Fall. Ich habe ihn Vintage sehr, sehr günstig bekommen. Normalerweise müsst ihr so ungefähr 100 € ausgeben für den Füllfederhalter. Wer auf alte Füllfederhalter steht, hat hier einen super Füllfederhalter. Keine Arbeit reinzustecken, bei meinem Modell zumindest. Ihr müsst euch das dann halt auch anschauen. Würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ich mag alte Füllfederhalter, ich mag Goldfedern. Also dafür auf jeden Fall. Finden könnt ihr ihn bei eBay natürlich, aber ich habe meinen bei eBay Kleinanzeigen in einem Konvolut mitgefunden. Da hatte ich auf den Fotos nicht mehr erkennen können, dass es ein Kaweco Sport ist und der Verkäufer hat diesbezüglich da auch nichts verlauten lassen. Der hat einfach da ein Foto reingestellt und da waren all diese Füllfederhalter drauf. Da werde ich noch ein paar andere vorstellen aus diesem Kauf. Aber würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ich mag den Kaweco Sport und ich mag auch die frühen Modelle. Also alles in allem sehr schön. Ja, da könnt ihr mir berichten, ob ihr auch ein Kaweco V16 habt oder vielleicht sogar noch ein älteres Modell vom Kaweco Sport, denn Kaweco gibt es ja schon ein paar Tage. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.